Liebe Sternfreunde, willkommen Sternmeister aus dem Herzen Schweiz, aus der wunderschönen Stadt Zofingen. Und jetzt könnt ihr schauen, ich werde bauen. Ich werde nämlich hier, dies habe ich das letzte Mal gebaut. Ich habe es hier und hinten dran kommt jetzt der Bergfried und auch ein Gebäude. Ja, das wird dann super und ich werde es dann euch noch im Detail zeigen. Ja, das alles in einem Video. Das ist doch cool. Ich muss in 2 Videos machen, weil es sonst viel zu lang geht und ich brauche Zeit zu bauen. Das könnt ihr jetzt schauen. Wir bauen den Burgfried. Ja, der Burgfried ist immer ein wichtiger Turm. Das ist der größte Turm. Und dran hat das natürlich Lebensmittel. Es hat auch Wasser, weil der ist im Wasser angeschlossen. Und er hat einen Turm nach oben gebaut. Und der ist sehr hoch und darum habe ich den auch so gebaut, dass man erst in der Mitte reinkommen kann. Ihr werdet dann sehen am Schluss, wie der König vom Häuschen da rüberkommt. Ja, das ist am Schluss, müsst ihr warten. Und der Turm ist hochgebaut, wie gesagt, habe ich den nicht modular gebaut, damit ich den auch sehr kompakt und mit guten Steinen gut transportieren kann. Ja, ist mir, das werdet ihr am Schluss sehen, nicht runtergefallen. Hat stabil gehalten. Hinten dran habe ich jetzt einen Berg noch gebaut, weil ich gesagt habe, ja, Berge gehören dazu, ja, ein bisschen nach oben weiter. Brauchen natürlich weniger Steine, aber es hat auch einen Zweck, weil ihr werdet es dann nachher sehen. Und dann habe ich dann nach weiter oben gebaut. Und zu oberst sind da die Spezialstücke der AliExpress Burg. Ja, die sind einfach wunderbar. Natürlich viele weiße Platten verbaut und dann habe ich einen zweiten Eingang gebaut, also noch ein Torbogen, der ist offen, aber vorne ist nur mit Gitter geschützt, da kann man durchschießen und so weiter und damit man dort nicht direkt das Ganze trifft, das Häuschen, hat es eben noch zusätzlich eine Vorkehrung. Dann habe ich das Häuschen gebaut und das Haus des Königs ist natürlich ein Burgkönig, darum nicht so groß. Unten dran seht ihr eine Treppe, dann hat es dort verschiedene Dinge und ganz einfach auch die Möglichkeit, sich dort zu verteidigen. Ich habe da rein und raus gebaut. Hinten dran, seht ihr, wo der Berg ist, da ist es in grün gehalten. Das ist wegen dem Moos. Natürlich, weil es im Berg innen drin ist es vermoost und hat dort auch ein bisschen Probleme erhalten. Dann bauen wir es nach oben einen weiteren Stock. Da habe ich zuerst gedacht, ja, ich mache das Esszimmer dort, das habe ich dann aber umgewandelt in eine Möglichkeit, dort einen Thronsaal zu bauen. Ja, ein Thronsaal ist ja wichtig, weil die Leute kommen von weit her. Sieht man ja in der Szene, der König wartet darauf und kann sie dort im Thronsaal auch begrüßen. Und natürlich hat es eine Schatzkammer, nein, natürlich ein Schatz. Und es hat auch Fliesen. Ich habe das Ganze befliest, ja, das ist doch wunderbar. Und dann bauen wir weiter nach oben, da sehen wir den Esstisch und so weiter von der Schmiede und dort kann der König essen und man kann natürlich dort auch rübergehen. Es hat eine Treppe nach oben und dann kann man auf die Verteidigungslinien gehen und das geht nochmal einen Schritt nach oben und zu oberst kommt das Schmiededach. Das Schmiededach habe ich fast 1:1 übernommen. Ich habe es einfach noch weiß gemacht, damit man sieht, dass da Schnee dran hängt. Ja, und damit ist es fertig. Das ist doch wunderbar, dieses Häuschen. Ja. Ich habe es gebaut, ihr habt geschaut. Ja, das ist doch wunderbar. Und wir schauen es jetzt uns von nahe an. Ja, das mal auf die Seite legen, das schauen wir dann später an. Das ist das, was ich gebaut habe. Ist doch wunderbar. Ich zeige euch es wieder mal von allen Seiten. Ein großes Gebäude natürlich. Und auch ein Bergfried. Und in der Mitte hat es Platz, sich auszutoben. Und das kommt natürlich dann auf die andere Seite. Und das zeige ich euch dann auch noch in diesem Video. Das ist verrückt. Also, da wird man beglückt. Was habe ich gebaut? Ich habe erstmal diesen Bergfried gebaut. Den kann ich euch nicht in Detail zeigen. Ich kann das auch nicht auf die Seite ziehen, weil sonst hält das nicht. Was ich hier gemacht habe, ist nicht modular. Ich habe hier mal einfach das Ganze so gebaut, dass ich hier diesen Bergfried aus einem Stück, natürlich mit vielen auch Teilen, ein bisschen verziert habe. Und ich hoffe, der ist kompakt und wird dann auch beim Umzug in meine Stadt nicht runterfallen. Das ist dann die Herausforderung.
Was man hier sieht von vorne, ist so eine Art Gesicht. Vielleicht habt ihr gesehen, die Zähne, es gibt eine Nase und auch die Augen. Das so ein bisschen angstmachenden Leuten, die da auch von draußen kommen und die runter nach oben wollen. Hier haben wir ein Tor, das können wir öffnen, es ist ein Gittertor und da kann man reingehen, weil unten dran hat es eine Zugbrücke und da kann man dann auch mit dem Pferd reinkommen. Dann hat man ein zweites Ding, da ist hinten dran, ist das Ganze dann auch so gemacht, dass wir dort auch noch so eine Öffnung haben, wo man durchkommen kann. Also wird man nochmal begrüßt. Das Ganze ist natürlich so, dass man es hier auch vom Bergfried dann das Ganze sieht. Das Coole ist, dieser Bergfried hat hier auf der Seite einen Eingang, eine Zugbrücke und mit der kommt man vom anderen Burg da rein, weil das Ganze so ist, hier ist dann der König, wenn er angegriffen wird, damit er hier gut verstaut ist und hier natürlich keine Angst haben muss und so weiter. Und darum hat sie eine Zugbrücke, kann nach oben machen und kann hier dann ausharren. Unten dran gibt es natürlich ganz viele Vorräte, ganz viel Wasser auch. Hier ist Wasser, aber hier unten dran haben wir auch Wasser. Das heißt, der König kann hier ganz lange auch leben. Was er hier unten dran hat, ist vielleicht auch noch ein weiteres Loch, wo er dann runter kann, unten dran ins Gebirge und dann auch noch die Flucht antreten kann, wenn man weiß, wo dann der Eingang ist. Ja, der ist versteckt, habe ich selber auch nicht entdeckt. Ha, ist einfach so. Nein, das habe ich jetzt einfach rausgetan. Dann haben wir natürlich das Häuschen, das ist sehr hoch. Wir sehen es hier ein bisschen besser. Da seht ihr es hier, wo ich es gebaut habe. Und natürlich werde ich euch die Etagen auch zeigen. Hier nochmal das Gitter. Das Gitter muss ich ein bisschen gerade halten hier. Sonst ist das natürlich nicht, sieht das nicht gut aus. So, sieht besser aus. Dann haben wir hier natürlich auch noch der ganze Aufgang. Hier, das ist auch hoch, damit man hier sich verteidigen kann. Unten dran hat es natürlich auch wieder Felsen und so weiter. Und obendran ist das Ganze verbaut. Also es ist so eine Art auf dem Felsen aufgebaut worden, wie die Burgen auch sind, damit man dort nicht einbrechen kann. Ja. Und dann haben wir diese auf dieser Seite. Und wir können jetzt dieses Häuschen auch noch auseinandernehmen. Ich kann es euch ein bisschen zeigen. Ganz oben, da ist nicht viel los. Da ist das, was ich in der Schmiede habe. Da bin ich ein bisschen faul gewesen, habe einfach das von der Schmiede genommen. Also, aber was ich gemacht habe, ist, ich habe hier unten dran wieder das Ganze weiß gestaltet, damit man es auch ein bisschen sieht. Das ist Winter. Ja, Winter. So, dann kommen wir auf diese Etage. Diese Etage hat dann einfach, ja, ganz einfach zum Essen, ist auch von der Schmiede. Aber der König hat in Gold noch einen Stuhl und dann auf der Seite. Also hier nichts, vieles, das ich geändert habe. Ich habe ja viel oben gebaut und dann habe ich hier den Thronsaal. Und da hat es natürlich eine Schatztruhe, da hat es den Thron oben dran drinnen und dann ist er befliest natürlich. Und das ist natürlich dort, wo er die Leute begrüßt. Ja, das ist so. Also das habe ich modular gebaut, wie man es sonst auch kennt. Nichts Spektakuläres. Das Ganze hier reingebaut. So, und jetzt falsch gebaut. Jetzt habe ich noch etwas gesehen. Da fehlt mir noch eine Fliese, die gehe ich jetzt noch holen. Ja, die muss ich ja noch verbessern. Da fehlt der Fliese hier oben dran. Eieiei. Schnell holen. Schon repariert, so ist es gemacht. Also hier seht ihr, das ist ein Tipp, Noppen vorne auf der Seite und das ist wie in der Schmiede gebaut. Also nichts, was man anders bauen könnte und so weiter. Also das ist das hier. Und dann machen wir das hier rauf, aus die Maus, dann kommt hier das Dach dazu. Uiuiui. Jetzt ist aber Ruhe, jetzt fällt der auch runter. Man sieht,
Wenn ich das jetzt hier drehe, sieht man auch den König hier, der das Ganze regiert. Ich setze euch noch Foto rein. Das ist doch wunderbar. Es hat auch hier einen Bogenschützerin, dann hat es einen Bogenschützen und natürlich das rein. Und jetzt kommt das Coole. Jetzt kann ich nämlich erstens mal das hier rauf tun. Jetzt muss ich schnell die Box holen. Hier, die habe ich vorbereitet. So, IKEA Box. Und dann kann ich das einfach hier raufnehmen. Es ist schwer. Es ist sehr schwer und das hält. Und darum habe ich so eine IKEA Box genommen. Weil sonst zum Transportieren keine Chance. Keine Chance. So, jetzt kann ich das hier raufsetzen und dann seht ihr, so sieht es dann aus. Muss ich das ein bisschen hier auch wieder versuchen. Hier, da seht ihr das. So sieht die Burg von vorne aus. Ja, das ist doch wunderbar. Das ist doch einfach cool, auch mit dieser Möglichkeit hier sich nach oben zu begehen. Jetzt, das ist wieder ein bisschen auf die Seite gekommen. Ja, muss ich da wieder auch ein bisschen so reintun. Das ist Federlizug. Da habe ich gesehen, das ist ja die Martin Schmiede. Und jetzt kann ich natürlich das Ganze wieder hier wegnehmen und kann die andere Burg holen. Ja. So, das mal weg. Und das auf die Seite stellen. So. Ja, so kommt das hier hin. So, und dann kommt die andere Burg. Das ist jetzt die Ritterburg. Und Wahnsinn, hä? Wahnsinn. Wahnsinn. Natürlich kann man sagen, das ist Katapult, da kann ich ja gar nicht reingehen. Das muss natürlich weggenommen werden, wenn man in den Bergfried gehen will. Das Katapult, das müsste ich, glaube ich, noch anderorten positionieren. Jetzt machen wir es ganz einfach, indem ich sage, dieses Katapult kommt hier weg. Das ist eben das Super von Klemmbausteinen. Dann kann ich es hier raufsetzen. Schon habe ich umgebaut. Ja, das ist doch super. Nee, das ist doch eine Wucht. Schaut mal diese Burg an. Schaut mal diese Burg an. Schaut mal an. Das ist Wahnsinn. Was ist Wahnsinn? Also, muss man wirklich sagen, hier ist mir das super gelungen. Ich werde jetzt das Ganze in den Bastelraum transportieren, dort aufstellen und dort werde ich natürlich ein Filmchen noch drehen. Da seht ihr noch Details. Ja, wie gefällt euch diese Burg? Ich weiß nicht, aber ich habe sie aus verschiedenen Sets gebaut. Ich habe natürlich viele Steine auch noch zusätzlich gebaut, vor allem diese Ziegelsteine in Grau, hier diese und in Beige. Und damit das Ganze verbaut. Ja, und diese Minifigur will nicht halten. Doch, jetzt hält er. Ha! Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht bei mir, dann abonniert den Kanal, drückt den Daumen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt einen Kommentar, weil ich liebe Kommentare und ich liebe es einfach zu bauen. Natürlich zu mocken, das kann man rocken. Ich finde es super. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bis das nächste Mal. Euer Steinemeister und tschüss. Merci. Danke. Und jetzt schauen wir uns die Burg an in meinem Bastelraum. Ist sie nicht großartig? Ist sie nicht groß? Mit einem mittelalterlichen Fahrstuhl nach oben, unter Wilhelm-Tell, dann der Eingang dort. Wunderbar. Auch alles in weiß gehalten, mit Schnee bedeckt. Und natürlich Ritter, die das Ganze verteidigen. In der Stadt natürlich ist das ein Ritterfestspiel, das immer stattfindet. Und ich habe noch etwas eingebaut. Ich habe noch im Häuschen einen Ausgang gebaut, wo der König dann einfach unbemerkt da rauf kann laufen und in die Sicherheit kommt, in den Turm natürlich. In diesem Turm, der ihn rettet vor den anderen Rittern. Und wir schauen nochmal rein von unten, von der anderen Seite her. Ja, der Tellschuss
und da schauen die Leute zu. Dann fällt ein Ritter schon nach unten. Da sehen wir den Eingang, der nach oben führt und dann auch bewacht wird mit dem Löwen. Und natürlich haben wir auch einen Ritter, der draußen das Ganze bewacht und auch Ritter, die da draußen sind und das Ganze ist, und wir sind auch natürlich den König hinter dran, der Bogenschützen, der auch übt, für das nächste Mal das Ziel zu treffen. Und dann haben wir einige Details natürlich hier alles verbaut. Wunderbar, wunderschön. Ich finde es wirklich gelungen, diese große Burg, auch mit den Säulen für den Thronsaal, damit der König natürlich auch imposante Dinge zeigen kann. Und da sehen wir es jetzt von vorne. Natürlich die Lego-Burg und das Gesicht, das die Leute abschreckt. Aber ich hoffe, ihr seid nicht abgeschränkt von diesem Video. Daumen nach oben, würde ich mich freuen und Kommentar. Danke.